Hallo und willkommen bei IF, Important Facts You Need to Know. Und wieder ist viel passiert hier in den USA. Wir hatten eine Debatte, Mike Pence, der Vice President, und Kamala Harris. Kamala Harris ließ eine Lüge nach der anderen vom Stapel, worauf Mike Pence dann sagte, "You are not entitled to your own facts." Du hast keinen Anspruch auf deine eigenen Tatsachen. Mit anderen Worten, nicht lügen. Ja, und das kam so rüber, als wenn das ein Vater zu seiner Tochter sprach, ne? But look, Senator Harris, you're entitled to your own opinion, but you're not entitled to your own facts. And again, Senator Harris, you're entitled to your opinion, you're not entitled to your own facts. When Joe Biden was vice president, we lost 200,000 manufacturing jobs, and President Obama said they were never coming back. He said we needed a magic wand to bring them back. In our first 3 years after we cut taxes, rolled back regulation, unleashed American energy, this administration saw 500,000 manufacturing jobs created. Und die haben sich darüber aufgeregt, CNN, MSNBC. Sexist haben sie es genannt, ne? Und so geht man doch nicht mit einer Frau um. Die Frauen wollen doch so behandelt werden wie Männer. Gleichberechtigung? Ich weiß nicht. Na gut, muss doch sie darauf aufmerksam machen, dass sie zur Wahrheit stehen soll. Ne? Und die Kamala Harris hat sich sehr widersprochen zu dem, was sie selbst vorab gesagt hat. Da ging es um Fracking, genau das Gegenteil behauptet und so weiter und so fort. Der Green New Deal war auch nicht mehr so klar. Also das ging nicht so gut aus für die Linken da, ne? Ja, was ist sonst? Trump geht es wieder sehr gut. Er sagt von sich, mir geht's super. Das sind gute Nachrichten. Ja, trotzdem versuchen die Linken jetzt mit Pelosi, das ist so ein Quatsch, irgendwie zu sagen, dass er unfit ist fürs Amt. Ne? Also die versuchen aber auch wirklich alles da jetzt in den letzten Wochen noch im Vorfeld schon da die Wahl zu beeinflussen und ja, widerlich. A crippling physical or mental problem and is unquote in the amendment unable to discharge the powers and duties of his office and transfers his powers. Specifically, Section 4 of the amendment empowers Congress to set up an independent body to confront such a crisis. Widerlich. So. Heute geht es um ein anderes Thema, um ein Thema, was das Allerwichtigste ist, hier in den USA und für die ganze Welt. Zumindest in den USA ist es der größte Skandal in der US History. Und worum geht es? Und ich frage mich, ob man in Deutschland darüber überhaupt etwas gehört hat. Es gab ja diese Mueller-Investigation, Trump colluded with Russia. Russia und Trump, ja, ne, haben versucht, die 2016 Wahl zu beeinflussen und der Sexskandal in Russland, den Putin dann benutzt hat, um Druck auszuüben auf Trump und was die sich nicht alles ausgedacht haben da. Ja, davon hat man vielleicht was gehört, weil das war ja alles Bogus, Betrug, Unfug. Aber seit 4 Jahren weiß man, wenn man die richtigen Nachrichten sich hier angehört hat, was da eigentlich abgelaufen ist. Hier ist Hillary Clinton während der Wahl, während einer Debatte in 2016. The Russian government has engaged in espionage against Americans. This has come from the highest levels of the Russian government, clearly from Putin himself, in an effort, as 17 of our intelligence agencies have confirmed, to influence our election. So I actually think the most important question of this evening, Chris, is finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election, that he rejects Russian espionage against Americans, which he actually encouraged in the past. Those are the questions we need answered. We've never had anything like this happen in any of our elections before. That you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. So I think that this is such an unprecedented situation. We've never had a foreign government trying to interfere in our election. We have 17 intelligence agencies, civilian and military, who have all concluded that these espionage attacks, these cyber attacks, come from the highest levels of the Kremlin
and they are designed to influence our election. I find that deeply disturbing, Secretary and Clinton, I think it's She time has no that you idea take a whether it's stand, Russia, because if- China, or anybody I am else. not She quoting has myself. no idea. I am quoting Hillary, you have no idea. 17 do you doubt 17 Our military country has and no idea. civilian agencies? Well, Yeah, I he'd doubt rather it. I doubt believe it. Vladimir Putin than the military and civilian intelligence professionals who are sworn to protect us. I find that just absolutely She Mr. doesn't Trump, like Mr. Trump. Putin because Putin Mr. has outsmarted her at every Mr. step Trump, of the way. Ja. Excuse me. 17 Agenturen, 17 agencies, like FBI, CIA, DOJ, Department of Justice, etc., etc., etc. Ja, alles Blödsinn. Alles erfunden. Und wer hat dafür bezahlt für diesen Unfug? Hillary Clinton, die DNC. Nun, dieser Skandal, den nennt man hier Spygate, Obama-Gate, weil Obama ja auch davon Bescheid wusste. Es ist ja schließlich unter seiner Wache, under his watch ist das ja passiert. Ja, das ist der größte Skandal in der US-History. Das Ausspionieren der anderen Kampagne, um dadurch die Wahl zu beeinflussen, um ihn damit zu belasten, dass er mit Russland in Cahoots ist, dass sie da die Wahl manipulieren wollen. Und genau das haben die Linken gemacht. Haben sich Russen gesucht, die dann Missinformationen geliefert haben. Dafür haben sie dann bezahlt und haben das dann so mit FBI und den CIA vorgelegt, dass das so aussah, als wäre es echt. Aber man muss ja auch mal mit überlegen. Der Chef vom FBI steckt da mit drin. Das war Comey, dann der Deputy McCabe, dann beim CIA Brennan, Clapper, dann Department of Justice, Loretta Lynch und andere, Sally Yates. Das ist ein Netzwerk von korrupten Leuten, das es schon lange gibt. Man nennt das auch den Deep State hier, die immer so im Hintergrund arbeiten, aber immer dafür sorgen, dass die Präsidenten werden, die sie sich da auch wünschen in der Position, sodass ihr korruptes Netz weiterarbeiten kann, sodass sie wieder finanziell in ihre eigene Pocket reinwirtschaften können. Ja, hat der Biden ja auch gemacht unter Obama. Von Russland da 2 Millionen einkassiert für seine Familie da, meistens für seine Söhne oder seinen Bruder sogar. Dann in der Ukraine, der Skandal, hat er sogar offen zugegeben da. Oh, hatte ich ja schon mal erwähnt in einem Video. Aber könnt ihr Kommentare einsetzen, wenn ihr das wollt, dass ich das nochmal wiederhole. Kann ich da auch nochmal drauf eingehen. Also auch mit China hat er dann 1,5 Billionen bekommen für irgendwelche Gegenleistungen. Ne? Also quasi das Land ausverkauft ins Ausland. Darum ging es auch der USA regelrecht schlecht und schlechter, ging den Bach runter, sodass Trump sagte, ich habe die Faxen dicke, und er hat für das Präsidentenamt kandidiert und hat erstmal hier aufgeräumt. Oh, und da sind die ja ausgeflippt hier, ne? Und dann hat dieses Netzwerk gearbeitet und haben sich da, ja, irgendwelche Russen gesucht, um da Lügen zu kriegen oder irgendwelches Beweismaterial zu kriegen, dass man jetzt die Erlaubnis hat, Trump und sein Team auszuspionieren. Ja, aber warum erzähle ich das jetzt alles? Hier ist Spygate, hier ist ein Graph, der läuft jetzt gerade im Hintergrund, den die Epoch Times herausgebracht hat. Schon 3 oder 4 Jahre ist das schon her, dass die ihn haben. Man weiß das alles schon. Man hat ja die E-Mails schon gesehen damals, die Text-Messages, wo die sich unterhalten haben miteinander. Trump darf nicht gewinnen. Ach, der wird nicht gewinnen. 1.000.000:1, der gewinnt nicht. Und selbst wenn, haben wir ja noch unsere Versicherungspolicy. Und was war das? Ja, dieser ganze Mueller Investigation, RUSSIA-HOAX, der dann in Gang kam, nicht? Als er dann Präsident wurde, hatte man versucht, ihn abzusetzen, hat ihn dann ständig belauscht, dann die Telefonate mit dem mexikanischen Präsidenten, mit dem und da, alles wurde ja abgehört. Und er muss wirklich ein perfekter Präsident sein, dass man da nicht ein Fatzken gefunden hat, was man gegen ihn benutzen konnte. Dann hat man ja schließlich den Roger Stone, den Campaign Manager, noch was angehängt, dann hat man Flynn versucht, was anzugehen, das wurde jetzt ja wieder reversed. Das ist ja wieder hat sich ja wieder zum Guten gewandt jetzt. Diese ganzen Fake Investigations, das ist ja alles rausgekommen. Jetzt kommt ja langsam alles raus. Es finden ja immer mehr Verhöre statt, vor denen sich die Linken drücken wollen und sagen, wir haben doch Corona, das ist viel wichtiger. Warum jetzt damit die ganze Zeit vergeuden?
Ja, ja, der größte Skandal in der USA. FBI wurde benutzt, CIA, Department of Justice, um zu versuchen, die Wahl zu beeinflussen. Ja, und hier ist nochmal eine Zusammenfassung von der Epoch Times selbst. Das lasse ich jetzt im Hintergrund schon mal laufen. Hört mal zu, das ist eine deutsche Übersetzung. Und ich werde auch nochmal unten unter dem Video im Kommentarbereich da unten nochmal den Link zu diesem Video reinsetzen. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anhören. Das ist ziemlich lang, bestimmt eine Stunde oder so. Aber hier mal kurz ein Ausschnitt, damit man weiß, worum es geht. Spygate, die wahre Kollusionsgeschichte, wie Amerikas mächtigste Geheimdienste als Waffe gegen US-Präsident Donald Trump benutzt werden. Spygate wird den Menschen wahrscheinlich als der größte politische Skandal in der modernen Geschichte in Erinnerung bleiben. Beamte der Obama-Administration haben aktiv mit dem Wahlkampfteam von Hillary Clinton und ausländischen Regierungen konspiriert, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen. Inoffizielle Informationen, Spionagefallen und ein politisch finanziertes Dossier kamen zum Einsatz, um eine Gegenspionageermittlung einzuleiten und den Wahlkampf des Kandidaten Donald Trump zu überwachen. Nach der Wahl wurden die Bemühungen noch verstärkt durch abgestimmte Lecks und die permanente Erzeugung von falschen Medienberichten. Jasper Fackert, Chefredakteur der amerikanischen The Epoch Times und der Epoch Times-Mitarbeiter Jeff Carlson, haben eine umfassende Infografik erstellt, die ihnen dabei hilft, die Spygate-Verbindungen nachzuvollziehen. So, wie gesagt, wir hatten gerade ein Verhör. Jetzt hatten wir ein Verhör mit Comey, James Comey, dem Ex-FBI-Chef, der dann immer bei bestimmten Fragen sagte, ach, I can't remember. Das ist so eine typische Antwort wieder. Aber 17 Fehler sind passiert, Fälschungen, Lügen, die er unterschrieben hat. Ja, ist okay. So. In your judgment, was the way that the FBI handled the Russia investigation, the surveillance of the Trump campaign, the Carter Page FISA application, the Michael Flynn investigation, was that handled in a competent and honest way? First, Senator Cruz, there was no, to my knowledge, surveillance of the Trump campaign. I think the overall investigation of the Russian interference and whether Americans were associated with it was conducted in an honest, competent, independent way. Okay. So, Mr. Comey, you're saying it's competent and honest. I assume you've read the Horowitz Inspector General report, which found 17 significant errors or omissions in the Carter Page FISA application. So, in your view, 17 mistakes lying to the court is competent and honest? Well, I've read the report. I don't believe he concluded there were lies to the court, but there are significant and important failings in the way in which the Carter Page FISA was prepared and renewed. All right, Mr. Comey, let's go directly to lies. The Inspector General report concluded that Mr. Klein Smith, an attorney who worked for you in the FBI, deliberately altered an email. He had emailed the CIA to ask if Carter Page was a source. The CIA came back and said, yes, he was a source. And Mr. Klein Smith, your lawyer, altered that email to add the words, not a source, to make the email say precisely the opposite of what the CIA said, and that fraudulent document was then used as a basis for a fraudulent submission to the FISA court. You believe that is honest and competent, Mr. Comey? I don't believe you've offered an accurate summary of the Horowitz's findings. Mr. Comey, I have the report right in front of me. Page 254 describes how the lawyer, specifically the words, and not a source, had been inserted in the response, directly reversing what the CIA says. Was it practice in your FBI to fraudulently alter evidence that you submit to federal courts? It was not the practice in the FBI to fraudulently alter anything as presented to federal courts. Well, it is difficult to say that an investigation that featured fraudulent evidence is competent and honest. But let's move on to something else. That the whole scenario with Trump and the sexual escapade was Russian disinformation. And you knew that, and you never told the court. To me, that is something that the court should know. If, in fact, the Russians had infiltrated Steele's sources to create this myth about sexual misconduct of the president, that to me seems to cry out for slowing down and stopping, not keep using the documents. What I'm here to say is there were ample evidence of the other side
being involved with Russia to create a scandal around Trump. They hired a foreign agent on the payroll of the Democratic Party who hired a Russian spy to create a document that was absolutely full of misinformation and complete lies. Did you know there is no Russian consulate in Miami? And the dossier mentions that there was one. Shouldn't the court have been told that part of the dossier is not reliable? Do you also know that Michael Cohen's adventures in Prague never happened? The dossier asserts that Michael Cohen went to Prague on some venture for Trump in Russia, and it never happened. And they know it never happened. They had information from a foreign government saying it's not true, and they never told the court. They never corrected all the misinformation in the dossier. It was used over and over again, and they never told the court about how unreliable it was. Is that a small thing or a big thing? Ja, und ja, oh mein Gott. Und vor kurzem kam noch heraus, ja, da wollte man die Daten einsehen von den Handys und den anderen Electronic Devices, Tablets, was weiß ich, was da alles ist. Und über 14, man sagte, irgendwo habe ich sogar gelesen, 26 Handys und Tablets und was weiß ich, alle wurden aus Versehen gelöscht von diesen korrupten Leuten hier. Alle, die mit drin stecken in diesem Sumpf, in dieser Korruption. Einige dachten dann, oh, ich habe aus Versehen zweimal mein Passwort falsch eingegeben, ist alles gelöscht. Das ist Obstruction of Justice. Dafür müsste man schon jahrelang in den Knast kommen. Und die ganze Müller-Investigation, dieses Team, was Müller sich zusammengestellt hat, das waren alles Hillary Clinton, ja, Donors, die alle gespendet haben für Hillary Clinton. Deshalb haben die auch Hillary Clinton mit ihrem E-Mail-Skandal nicht weiter verfolgt und haben gesagt, no, ist nicht so wichtig. Ja, haben das so abgetan. Das sind die kriminellen, korrupten Elemente, die wir hier versuchen loszuwerden. So, Mann, ich bin schon richtig außer Puste hier. Das geht mir wirklich so auf den Zeiger hier. Mann, seit 3-4 Jahren weiß man, was da los ist. Dann kommt diese 2,5 Jahre Müller-Investigation, was 50 Millionen, was weiß ich, 500 Verhöre oder 5000 und was nicht alles. Und Trump gibt alle Informationen, alles, ist ja unschuldig. Und sie versuchen dann irgendwelchen Leuten irgendwas anzuhängen. Ja, es ist wirklich ein Skandal. Diese ganze Geschichte ist ein Skandal, wie es den noch nie vorher gegeben hat. Und die Medien nehmen daran teil, dass sie das alles unter den Tisch kehren wollen. Unter den Teppich, sagt man, ne? Unter den Teppich. Ja, naja, wisst ja, was ich meine. Ich habe schon lange nicht mehr so richtig Deutsch gesprochen, deshalb falle ich auch öfter mal ins Englische. So, und nun wollte ich eigentlich jedes Mal in einem Clip von If am Ende ein bisschen was Amüsantes, entweder Fun oder Fake News. Und heute habe ich mal was mir gedacht, ja, weil die sich so wahnsinnig lustig gemacht haben über Trump immer schon, bevor er überhaupt Präsident wurde. Es war schon wirklich beleidigend, was sie dem angetan haben. Könnte ich euch mal ein paar Clips vorspielen. Arrogant und was der einstecken musste, der Trump, ist wirklich, wirklich heftig gewesen im Vorfeld. Da hört man da drüben nichts. Wie gesagt, und von Obama weiß man immer, wie toll er spricht und wie gewählt er sich ausdrückt und ja, er ist so presidential-like. Ja, und was ist Obama, wenn sein Teleprompter ausgeht? Hier ist Obama. Und damit verabschiede ich mich schon mal und sage erstmal und tschüss. Und tschüss. Auf der Arbeit und zu Hause. In den Kopf und nicht mehr raus. Und tschüss. Und man sieht sich sowieso. Und zu Hause auch im Büro. Und tschüss. And the one thing I can promise you is if we turn against each other based on divisions of race or religion, if we fall for, a bunch of okey-doke,
just because it sounds funny or the tweets are provocative,